Custom Design, ein neues Wort, was Nico Ockenfels mir heute beigebracht hat. Es soll so aussehen, als hätte ein Schweißer dieses Fahrrad explizit für diesen Kunden gebaut. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ihm auch gelungen, denn noch gröber kann man Schweißnähte gar nicht mehr ausführen. Und das ist Absicht, so viel kann ich sagen. Denn eins weiß ich nämlich bei Bergamont, du kriegst immer das, was du bestellst, ja, in Fernost. Und wenn du sagst, du willst gerne einen Rahmen haben im Kastendesign, dann kriegst du auch so einen. Hier ist Nico Ockenfels. Grüß dich, Sven. Hi. Habe ich das richtig beschrieben? Denn Custom Design sagt so ein bisschen, es soll wirklich aussehen, als wäre es für die Ewigkeit gebaut. Also eigentlich habe ich selber nur so ein bisschen erfunden, aber grundsätzlich, klar, diese Schweißnaht jetzt mit diesem neuen Unterrohr hebt sich halt sehr hervor. Und von daher gibt es da bestimmt welchen, denen gefällt das und anderen gefällt das halt weniger. Grundsätzlich mal zum Rad selber. Ganz neue Basis von Bike. Wir kennen ja die E-Horizon-Serie mit dem bekannten Performance CX oder auch Performance-Motoren mit 625 Wattstunden. Jetzt in diesem Jahr, Modelljahr 22, ist ja neu 750 Wattstunden. Und das muss jeder Hersteller natürlich irgendwie auch unterkriegen, weil der Akku ist länger. Und bei Bergamont hat man das einfach so gelöst, das Unterrohr deutlich steiler zu stellen. Was zur Folge dann auch hat, dass wir hier diesen Knick drin haben, wo wir natürlich irgendwann nochmal zum Steuerrohr halt auch hin müssen. Das heißt, wir haben eine wirklich eigenständige Optik. Ob das jetzt gefällt oder nicht, sei jedem selber überlassen. Wir sehen auch, dass der Motor deutlich steiler gestellt wurde in der Position, in der Gradzahl, damit man ihn wirklich mehr zwischen, sage ich mal, Sitzrohr und Unterrohr mit integriert. Weil wir brauchen den Platz hier unten in diesem Bereich, um diesen langen Akku halt auch reinzubekommen. Wer sich jetzt die Frage stellt, wie geht der Akku denn raus? Wir kennen das meistens von den Rädern bei uns oder von den Herstellern, dass es nach unten oder nach oben rausgeht. Bei Bergamont erfolgt das über die Seite. Wir haben gegenüber den Zylinder. Warte, ich zeig mal. Für den Akku oder beziehungsweise gesagt mit dem Schlüssel das Schloss zu öffnen. Und wir entnehmen den Akku dann schlussendlich über die Seite. Das heißt, er springt hier auch ein Stück raus, wie wir das kennen. Dann ist der Schnapper und dann kann ich es seitlich rausnehmen. Also Mach mal. Das ist kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Aber das wollen die Leute mal sehen, oder? Aber es ist wirklich in sich schön gelöst und von der Optik her wirklich gut integriert. Hast du echt keinen Schlüssel? Nein, ich habe jetzt keinen Schlüssel hier. Sollen wir mal fragen, ob unten gerade einer holen Sollen wir kann? mal einen fragen? Warte, komm, wir fragen mal. Ich zeige mal derweil mal ganz kurz die Bezeichnung. Es ist so brachial, das Fahrrad. Es heißt Horizon Premium. Größe ist 52 cm. Und Nico hat zu mir gesagt, das ist noch nicht mal das größte Fahrrad, was da ist. Es ist einfach nur gigantisch. Also es kommt so ein bisschen von Riese und Müller, die ja, ich sag mal, mit diesem Designelement, dass es ruhig ein bisschen grober sein darf, mit allem drum und dran, so praktisch Moped-mäßig darf es sein. Und da hat, ich sag mal, Riese und Müller so ein bisschen die Vorreiterschaft genommen. Jetzt hast du auch zu mir gesagt, naja, da kann man jetzt getrennt drüber denken, ob so grobe Schweißnähte wirklich so schön sind. Aber es gibt ganz viele Leute, die stehen drauf, oder? Ja, durchaus. Also wir haben das bei diversen Herstellern. Du hast ja Riese und Müller auch schon, sage ich mal, mit angesprochen. Klar, Riese und Müller ist in diesem Sektor auch sehr, sehr stark. Bergamont steht in sich auch als Marke mit urbanen Rädern, bedeutet also wirklich viel Trekking, Lastenräder, Kompaktfahrräder. Das ist der Weg, wo es für Bergamont halt auch hingeht. Der sportive Bereich wird schlussendlich halt immer weniger, aber das ist halt auch die Kernmarkt oder der Kernmarktbereich, wo Bergamont sich entwickeln will. So, das ist so eine Box, die kommt mit dabei bei den Fahrrädern? Bei dir? Genau, wir haben bei jedem Fahrrad eine eigene persönliche Box. Das heißt, hier sind alle Fahrradunterlagen drin, wo wir alle Unterlagen wie Handbücher etc., ein eigenes Informationsheft zu den Bikes, das wir selber kreiert haben und schlussendlich natürlich dann auch der Schlüssel für das Bike selber. Und das Netzteil, wo ist das gelagert? Das geht dann nochmal separat, das hätte nicht mehr in die Box gepasst. Okay. So, jetzt holen wir mal raus. Sorry, wenn ich gerade eben deinen Mitarbeiter so gehetzt habe, aber ich wollte mal schauen, ob man den eventuell als Waffe benutzen kann, wenn ein Bär einmal im Wald kommt. Denn der 750 Wattstunden Akku ist schon ein Kavenzmann. Wenn man den jetzt mal so sieht und du den mal einfach mal so quer... Eine Armlänge. Eine Armlänge.
Es ist ein mega großer Akku und das kommt einem gar nicht so vor. Also wenn du das jetzt so siehst, die Integration wird ja deswegen immer wichtiger. Du kannst ihn dann nicht einfach unter das Fahrrad machen oder hinten so, ich sag mal, auf dem Gepäckträger drauf. Ja, man muss halt wirklich schauen. Wäre die einzige Möglichkeit gewesen, dass man ihn nach unten rauszieht. Dann hast du aber irgendwann das Problem, dass du das Rad quasi auf den Kopf stellen musst, weil den Winkel kriegst du ja auch nicht gedreht und du willst es ja auch nicht aufs Hinterrad stellen. Also es wäre eigentlich unmöglich gewesen, das so hinzubekommen. Man sieht hier natürlich auch die Leitungsführung ganz schön, wie das der Hersteller dann gelöst hat. Zusätzliche weitere Leitungsmöglichkeiten, je nachdem, was da halt auch alles hinkommt. Ja. Schön gemacht. Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Also wir gehen mal davon aus, dass es demnächst vielleicht die Kapazitäten erhöht werden oder eine neue Technik kommt. Bis dahin muss man sagen, dass das Lithium-Ionen-System, auch gerade das von Bosch, eines der sichersten Systeme überhaupt ist. Hattest du mal einen Brand von einem Akku? Kannst du dich daran erinnern? Von einem Bosch-Akku noch gar nicht. Wir hatten mal den Fall mit einem Kundenrad, da war der Kunde aber erst auf dem Weg zu uns. Von daher. Das war nicht euer Rad. Das war kein Rad von uns, nee. Also bei unseren Herstellern kenne ich es jetzt gar nicht. Es ist sicherlich schon vorgekommen. Also prinzipiell muss man natürlich schon ein bisschen darauf achten. Gerade jetzt auch, wenn es sehr, sehr warm ist, Akkus im Auto oder sowas lagern, ja, mögen die halt dann auch nicht so gerne. Wenn man sich überlegt, wie warm es in einem Auto ist, wenn es draußen 30, 35, 40 Grad sind, dann kann man sich das mal kurz hochrechnen und dann ist halt schon sehr, sehr heiß. Aber ja. Natürlich ist die Pflege des Akkus oder auch generell des ganzen Rades mit ein entscheidender Baustein, wie lange du Spaß mit dem Produkt hast. Wir haben halt viele technische Sachen wie Schaltung, Motor, Bremsanlage und die wollen natürlich dann auch ordentlich gewartet werden. Du hast viele Anleihen bei Riese und Müller, wie zum Beispiel hier vorne. Siehst du die 4 Schrauben, die da drin sind für einen Frontgepäckträger? Ich glaube, das kommt immer mehr im urbanen Bereich, dass die sagen, vom Lastenfahrrad so ein bisschen übernommen, oder? Ja, wir kennen das schon von den Bakery-Modellen von damals, die es ja auch in der Neuauflage gibt. Und wir sehen es jetzt immer mehr bei den Eville-Modellen. Also Bergamot geht da konsequent dran. Es gibt eigene Gepäckträgerlösungen für dort vorne drauf. Ich könnte rein theoretisch hier auch einen Flaschenhalter positionieren, ne? Also auch das wäre denkbar. Man kann es also in vielen Bereichen auch zweckentfremden. Wir haben hier zusätzliche Bohrungen, wo ich auch nochmal eine zusätzliche Tasche fixieren könnte. Hier unten sind nochmal Befestigungen. Also es ist wirklich so ausgelegt für viele, vielleicht auch zukünftige Sachen. Ich habe das jetzt schon bei 23er Modellen gesehen, wo es dann heißt, ab 24 kommt dann auch das im Zubehörsektor. Also da baut man schon wirklich drauf auf. Es ist ähnlich wie das Bosch-System. Es gibt die Grundfunktionen und durch das Digitale kann man da immer wieder aufbauen und weiß schon, was in Zukunft schlussendlich an weiteren Möglichkeiten mit dazukommt. Hier sieht man auch den Einsatz so ein bisschen. Wir haben grob stollige Bereifung, die auch auf Wegen, auf Schotterwegen und so weiter sehr gut einzusetzen ist, aber die haben richtig Grip. Man kann sie auch mit ein bisschen weniger Druck fahren. Das zum einen. Wir haben hier den Schwalbe Marathon Plus MTB drauf. Jetzt ist es ja kein MTB, wir reden ja von einem Trekkingrad, was aber mit der Bezeichnung SUV so angedacht ist, wirklich auch Waldwege, also ein breiteres Spektrum an Fahrmöglichkeiten zu haben. Das gibt zum einen der Reifen her, das heißt, wir haben wie eine Art Mittelsteg, dadurch läuft der Reifen natürlich sehr, sehr ruhig auf der Straße, haben aber das seitliche Stollenprofil, um auf loserem Untergrund auch mehr Griffigkeit zu haben. In der Verbindung mit Aluminiumschutzblech, also auch hier sehr, sehr wertig das Ganze gemacht. Santur-Gabel mit drauf, hier oben die integrierte Beleuchtung, also wirklich durchdachte Sachen, Ragtime-Gepäckträgersystem für passende Körbe, Taschen oder ähnliches. Also auch hier das Ganze sehr, sehr passend gemacht. Die Gepäckträgeraufnahme sieht man hier im Detail, ist innen gemacht. So habe ich keine äußeren, sage ich mal, Befestigungspunkte, die man sieht. Man sieht hier auch die Öffnung, wenn ich die Schraube rausdrehe, kann ich den Rahmen hier öffnen. Das ist dafür gedacht, wenn ich einen Riemenantrieb habe. Weil der Riemen ist ja eine Einheit, das heißt, den kann ich auch nicht aufmachen. Den muss ich also hier durch den Rahmen fädeln. Wir haben das ähnlich auch bei Riese und Müller, wir haben das bei den HNF-Nicolai-Modellen. Du musst hier eine Öffnung haben, um schlussendlich den Riemen dann auch
dort zu verarbeiten. Also wenn man den durchschneidet, geht nicht gut, oder? Das geht dann nicht gut, dann kriegst du nachher nicht mehr zusammen, könntest du höchstens tackern noch oder sowas. Guck mal, der Schutz Ganz wichtig für viele Kunden in diesem Segment, das fragen auch immer viele Leute, gibt es jetzt mehr wie nur so einen Ring da vorne? Hier haben wir den kompletten Schutz dann halt auch mit integriert. Das ist halt auch ein eigenes Produkt von Bergamont selber. Man sieht, hier ist alles mit bedacht worden, die Belüftung der Motoreinheit. Wir haben ein griffiges Pedal, also wirklich mit einem groben Aufsatz, wie man das früher so ein bisschen von den Skateboards her halt auch kennt. Damit habe ich halt die nötige Griffigkeit und das passende Pedal für den Einsatzzweck schlussendlich auch. Ja, eine ganz tolle Schaltung, auch aus dem Mountainbike-Bereich. Deore mit einer ordentlichen Bandbreite, aber nichtsdestotrotz nicht das Maximale rausgeholt, sondern also wirklich ein sehr stabiles Rad. Ja, wir müssen ja mal so sehen, das ist ja auch ein Rad, wo ich durchaus schnell unterwegs bin. Ne? Und von der Gesamtbandbreite müssen wir nicht ganz so weit hochgehen, was die Übersetzung angeht, wie bei einem Mountainbike, weil einfach das für diesen Zweck, für den Einsatzzweck, den ich damit fahre, wirklich auch ausreicht. Aber auch hier ist es wirklich so, man passt es genau auf das Bedürfnis des Rades an oder diesen Serien an, für was sie konzipiert worden sind. Und das ist immer mit ein entscheidender Faktor halt auch. So 27 Kilo steht drauf. Das ist im Vergleich zum Wettbewerb, der deutlich dann sich auch noch rühmt, über 30 Kilo schwer zu sein, eine Frage, was darf ich denn hier wiegen, wenn ich hier das Fahrrad besteige? Wir haben Weißt du's? 140 Kilo Systemgewicht. Nur die Evil-Modelle gehen ja hoch bis 160. In dem Fall hier liegen wir bei 140 Kilo. Wenn mich jetzt alles nicht täuscht, müssten wir dort liegen. Und was heißt Systemgewicht? Systemgewicht ist immer das Rad selber plus das Fahrergewicht. Also alles, was ich mitnehme, ist Systemgewicht. Das heißt auch jetzt ein Rucksack, ein Zusatzakku, keine Ahnung. Genau. Ja, braucht man hier ja wohl kaum. Wir haben den performantesten Bosch-Motor aller Zeiten, Bosch Performance CX. Die Schlacht um Newtonmeter beginnt. Da brauchen wir natürlich auch Reichweiten. Hast du das Gefühl, dass die Leute auf den Turbo-Modus so ein bisschen gekommen sind? Denn ich sag mal, der Turbo-Modus beim Bosch CX frisst ja auch ein bisschen Akku. 750 Wattstunden. Ich sag mal, jemand, der jetzt 120 Kilometer jeden Tag fährt, hast du ja nicht. Aber du hast viele, die im Turbo-Modus mal gerne so 50, 60 fahren, oder? Naja, sagen wir es mal so, wir haben viele, also auch das Rad ist ja was für Pendler. Ich fahre damit auf die Arbeit, ich will aber ein bisschen auch mal abseits der Wege fahren. Da ist das schon mehr das Thema, dass die gar nicht mal so viel im Turbo-Modus unterwegs sind, sondern tendenziell eigentlich mehr in dem unteren Segment unterwegs sind. Und heißt also Eco-Modus oder ähnliches. So ist eigentlich unser Eindruck viel mehr. Ne? Beim Mountainbike sieht das wieder anders aus. Da nutzen sie schon gern den Turbo-Modus. Das steht außer Frage. Jetzt haben wir hier ja auch die Situation, wir haben den neuen Remote, weil wir haben ja das neue Smart System. Jetzt wird manch einer sagen, ja, aber wo ist denn das Display? Brauchen wir nicht. Hat kein Display. Das ist hier eine Option. Es gibt ja das Kiox 300, so gesehen optional. Das heißt, ich brauche die Halterung, ich brauche dementsprechend auch dann das Kiox 300 Display. Ich könnte aber auch den neuen Smartphone Grip nehmen und dann im Verhältnis mein Smartphone da drauf miteinander koppeln und habe dann natürlich noch eine viel, viel größere Möglichkeit an Funktionalitäten, sei es Navigation oder ähnliches. Manch einer sagt sich natürlich, ich will jetzt mein gutes, teures Handy da nicht auf den Lenker schnallen, aber in diesem Gefüge, wo es jetzt nicht darum geht, dass ich mit dem Mountainbike durchs Unterholz fahre und das Ganze wackelt, wobei ich aber auch dazu sagen muss, das Smartphone Grip kostet jetzt 49,90, ist ein tolles Produkt, die Nachfrage ist gigantisch danach. Und die Leute, Was ist denn das überhaupt? ein Smartphone Grip ist quasi eine Halterung, wo du dein Handy hier oben drauf fixieren kannst. Ne? Also im Querformat. Und dann hast du die Möglichkeit, über die Bluetooth-Koppelung das Thema Navigation oder ähnliches damit zu connecten. Was ist ein Handyhalter Das ist ein eigentlich? Handyhalter. Für 50 Euro. Aber es ist nicht nur ein Handyhalter, du hast auch induktives Laden, auch das ist dann möglich. Okay. Also es ist schon ein bisschen mehr, es ist jetzt nicht nur ein Plastikhalter, Okay. Sofern das Telefon das natürlich auch kann. Was ich total spannend finde, Nico, ist, dass ich bei den ganzen Anzahlen von Videos, die wir gedreht haben, der erste mal getraut hat, nur das Remote zu verwenden, weil dafür war es ja eigentlich gedacht. Du kannst ja nur mit dem Remote fahren, aber alle habe ich das Gefühl, haben sich noch nicht so richtig getraut, das Display wegzulassen. Da geht der Trend aber hin, oder?
Ja, eigentlich noch mehr beim Mountainbike, ne? Weil der Kunde nutzt schon ein Display oder will auch schon sehen, wie schnell er ist etc. Aber ich sehe jetzt in den kommenden Jahren oder sage ich mal für das kommende Modelljahr, dass das immer mehr Hersteller machen. Zum einen geht es um den Kostenfaktor, zum anderen ist es wirklich so, es kommt ja noch neu das Intuvia 100, das heißt ein einfaches Display für das Remote-System, ähnlich dem Purion, sage ich mal. Und dann kann der Kunde nachher wählen, was er gerne hätte. Also ich muss eigentlich so ausdrücken, Bosch wird sicherlich noch einige Displays bringen. Dann hast du dein Fahrrad und sagst, ich will das Einstiegsdisplay, ich will das Top-Display, ich will ein Smartphone-Grip oder egal was auch immer. Das, denke ich mal, wird der Weg dazu sein, in dieser smarten Welt wirklich individuell, dass der Kunde sich das auswählt, was er gerne hätte. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Bosch demnächst einfach nur einen Zähler nachrüstet, einfach nur 2 Zahlen, die in der Mitte irgendwie per Bluetooth dann gekoppelt werden. Es geht ja alles mittlerweile. Aber das so konsequent zu verfolgen, finde ich total klasse, denn du kennst ja noch damals bei den Fahrrädern, da wurden die nachgerüstet, die Tachos, mit kleinen Funkgebern, die unten drin sind. Ist das jetzt am Kommen wieder? Ja, so kannst du es eigentlich schon ausdrücken. Der eine will halt den Tacho mit 5 Funktionen und der andere will halt den Tacho mit 40 Funktionen. Und ich denke mal, so wird der Aufbau schlussendlich auch bei Bosch sein für die Zukunft. Wir wissen jetzt schlussendlich natürlich auch schon, dass im kommenden Jahr die 625er Varianten auch mit dem Smart System ausgestattet sein werden. Das kommt jetzt sukzessive. Das heißt also auch nicht nur der Performance CX, sondern auch der Performance Motor wird dann auch in diese Kategorie Smart System mit eingebunden werden. So, es ist natürlich kein Rieson Müller, aber gibt eine ganz tolle Kundschaft, die sagt, okay, wir möchten dieses Brachiale, dieses, ich sag mal, Moped-Feeling so ein bisschen haben. Alles soll sehr stabil sein, alles soll geschützt sein. Und wenn Sie daraus jetzt zu Hause sagen, naja, der Reifen, da kann ich ja einfach einen grobstolligen drauf machen. Das ist nicht nur der Reifen. Ich kann nicht einfach nur grobe Stollen drauf machen. Das ganze System muss darauf abgestimmt sein. Zum Beispiel der Abstand zum Schutzblech ist meistens so gering, dass man das gar nicht machen kann. Oder die Breite. Hier ginge sogar noch ein etwas breiterer Reifen. Also man sieht ja hier, ich kann jetzt so gesehen, kriege ich die 3 Finger dort rein. Man muss ja immer bedenken, da ist irgendwie Laub drin, Dreck drin und dann brauche ich Platz. Klar können wir jetzt dann noch einen viel breiteren, viel größeren Reifen, aber dann kriege ich vielleicht nachher nur noch so die Finger dort rein. Bedeutet, das erste Blatt, was da drin ist, geht auch nicht mehr raus. Ne? Es muss einfach genügend Freiheit sein. Wir haben ein bisschen die Möglichkeit hier auch zu regulieren, aber im Großen und Ganzen, man sieht das hinten noch viel, viel besser. Da kriege ich ja schon hier auch die ganze Hand durch. Ne? Das ist schon nochmal mehr Freiheit, wie das vorne der Fall ist. Also hier könnte man durchaus noch einen breiteren oder größer dimensionierten Reifen reinbekommen. Das ist auch wichtig, um die Möglichkeiten zu schaffen. Wir werden eigentlich nur limitiert in diesem Bereich hier, wo die Streben dann halt auch nochmal verlaufen. Aber es ist wichtig, genügend Platz zu haben. So dieses ganz knapp und ich will breiter, größer, schwierig. Bergamont, eine ganz tolle Marke, die ist zusammen in einem großen Konzern, die noch andere Marken hat. Zum Beispiel, was ist noch dabei? Halberg? Nee, bist du falsch. Belo de Ville? Auch nicht? Bergamont gehört zu Scott. Scott. Richtig. Okay. Scott ist Schweiz oder was? Schweiz, ja, wobei alles, was Bergamont angeht, immer noch in Hamburg verblieben ist. Heißt also Entwicklung, Marketing läuft alles von Hamburg weiterhin aus. Man schafft natürlich Ressourcen zusammen oder Möglichkeiten zusammen in Einkäufen oder Ähnlichem, auch was Produktionsstätten angeht, das so ein bisschen zusammenzufügen. Und dadurch halt mit der Marke Scott oder auch Bergamont. Wir haben momentan auch die Thematik, zum Beispiel im Kinderradsegment, ob du jetzt ein Scott-Kinderrad hast oder ein Bergamont, das ist grundlegend das gleiche Fahrrad. Man entwickelt jetzt nicht einen eigenen Rahmen für Bergamont und das Ganze nochmal für Scott. Diese Kosten spart man. Man entwickelt einen Rahmen und das wird dann auf beide Marken aufgeteilt. Das ist auch der Weg, den wir durchaus bei anderen Marken sehen. Wir werden das in den kommenden Jahren in der Thematik Highbike, Ghost auch feststellen, wo wir dieselbe Rahmenbasis haben, weil das Produkt quasi aus einem Konzern kommt. Wie bei Volkswagen, dieser Querbaukasten.
zum Beispiel. Hat, Ne? Also Audi hat den, Seat. Man nimmt eine gleiche Plattform und jede Marke hat natürlich ihre eigene Formsprache, halt auch so ein bisschen. Das hebt sich jetzt auch bei Bergamont ab. Wir sehen das aber auch bei einigen Scott-Modellen, wo wir das ähnlich sehen. Ob das eine jetzt von der einen Marke kommt oder andersrum, man versucht hier Synergien zu schaffen, um wirklich auch im Vergleich zum Wettbewerb da einen gewissen Vorteil auch zu erzielen. Ja, Bergamont, da ist es Premium. Ein Fahrrad, was du in großen Mengen reinbekommen hast, wahrscheinlich containerweise in allen Rahmengrößen. Das ist sogar noch eine relativ kleine Rahmengröße. Das sind 52er, also 52, 56 sind so die gängigsten Rahmengrößen, die wir dort haben. Das Rad ist jetzt das erste, was jetzt dort gekommen ist. Es folgen jetzt die weiteren Rahmengrößen. Man muss sich vorstellen, bestellt habe ich die Räder vor gut einem Jahr. Echt? Und jetzt kommen halt mal die ersten Räder rein. Also das heißt, die Vorlaufzeiten, das, was wir aber in den letzten Videos immer wieder erzählen, Lieferketten etc., ist noch nicht auf dem Stand, dass wir sagen würden, da ist alles easy, das läuft, es ist ausreichend Ware da. Es gibt Händlerkollegen, die haben viel Ware, es gibt Händlerkollegen, die haben wenig Ware. Wir haben eigentlich auch ein sehr, sehr großes Warenlager, aber man muss sich immer vorstellen, wenn ich jetzt dieses Rad habe, dann kriege ich das vielleicht aber nur in Rahmengröße 52 erstmal. Und 56 und 60 kommt erst in 6 oder 8 Wochen. Das heißt, wir haben eine große Auswahl, aber wir haben nicht die Breite und die Tiefe in der Rahmengröße, in der Farbe oder ähnlichem. Generell Farbe gibt es nur eine, falls die Frage aufkommt. WeCycle, er hat insgesamt 3 Abverkaufskanäle, 2 stationäre Kanäle. Wir drehen gerade in St. Wendel, das ist so das neueste Ladengeschäft, was du hast. Den Shop gibt es seit weit über 10 Jahren. Der läuft natürlich wie Bolle im Moment, weil viele Leute nicht nur die letzten 10 Jahre geübt haben, online zu bestellen, sondern ihr habt auch ein tolles System. Ihr habt einen Versender, der sehr schnell ist, sehr günstig für den Kunden, muss man auch sagen, der sich spezialisiert hat auf den Transport von Fahrrädern und diese auch zurückholen kann. Das heißt also notfalls, da gehen dann keine Riesensummen über den Weg, sondern der macht nur das, macht das spezialisiert mit Lithium-Akkus, mit allem drum und dran. Das klappt sehr gut, oder? Ja, also das ist ja mit entscheidend. Die Welt wird digitaler, natürlich auch der Absatz verändert sich, wobei wir beim Fahrrad immer noch der größte Absatzmarkt ist und bleibt der Fachhandel, weil die Leute anschauen wollen, Probe fahren wollen etc. Das geht hier in St. Wendel, gell? Das geht in St. Wendel, das geht genauso auch in Riegelsberg. Also viele legen halt auch Wert auf die Beratung, was bei solchen Produkten auch wichtig ist. Wir haben viel mehr die Kundschaft, die im Endeffekt kommt und gar keine Ahnung von Fahrrädern hat. Wir haben natürlich auch die Kundschaft, die schon 30 Jahre lang Fahrrad fährt und schon genau wissen, was sie wollen und was sie für Vorstellungen haben. Aber das ist natürlich auch unsere Aufgabe, denen dort zu helfen, das passende Produkt zu finden. Viele kommen rein, ja, ich will Fahrrad fahren. Ja gut, aber wo und wie viel? Und das sind ja mal die grundlegenden Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und dann muss man sich wie ein Trichter vorstellen. Man steht vor einer riesen Auswahl. Der Endkunde guckt auf der Webseite, guckt auf der Webseite, guckt bei dem Hersteller und sieht vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Und schlussendlich ist er überfordert. Es gibt viele Tools oder natürlich viele Möglichkeiten, da zu filtern, Einsatzzweck etc. Und demnach muss man dann natürlich das passende Produkt finden. Dann ist die persönliche Beratung einfach individueller und genauer. Sehr schön. So, ich habe gerade eben so ein Gähnzeichen gemacht. Also ich liebe ja den Fachhandel, aber trotzdem hast du einen coolen Webshop. Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, du kannst immer sehen, ob ein Fahrrad verfügbar ist. Und das ist, glaube ich, ein Riesenplus gegenüber vielen anderen Fachhändlern, die sich die Problematik aktuellen Warenbestand online anzeigen, der, ich sag mal, auch verbindlich ist ein Stück weit, weil das Ganze ja da geht. Das heißt, geht auf die Webseite wecycle.de, da könnt ihr den Bestand sehen. Man kann das auch anbezahlen direkt, wenn ich sage, das ist mein Rad, in der Größe will ich haben, geht. Schlussendlich im Shop ist es immer die Möglichkeit, das Rad zu bestellen per Vorauskasse. Dann geht mir erstmal kein Risiko ein. Man kann dann im Nachgang immer noch klären, wie die Situation ist, weil wir müssen einfach davon ausgehen, ein Rad gibt es vielleicht nur noch einmal in der Größe. Gerade gängige Produkte, die tauchen nochmal auf, weil ein Kunde auch storniert hatte oder egal, wie auch immer. Und dann kommen auch die Fragen, ist das Rad auch wirklich da und kann ich da vorbeikommen? Und meistens, wenn man dann sagt, ja, kommen Sie morgen vorbei, ist es dann auch schon weg. Also in dem Sinne ist es immer wichtig, vielleicht vorab schon zu bestellen und dann können wir alles weitere immer noch im Nachgang klären. Ja, sehr schön heute, der 5. Juli 2022. Hier empfehle ich übrigens ein großes Schloss mit dabei oder eine Zusatzversicherung, zum Beispiel Wertgarantie, falls was gestohlen wird oder
was, ich sag mal, abhanden kommt, was dran ist, die vollkommen unkompliziert dann auch den Neuwert ersetzen, egal in welchem Land ich bin. Vielen Dank fürs Einschalten. Nico Ockenfels, wecycle.de. Du hast ein neues T-Shirt? Ja. Sag ja. Gut, sehr schön. Und das macht mir das Leben auch viel einfacher. Ciao. Ciao.